Was bisher geschah. Im Frühling 2025 startete ich eine Bikepacking-Tour. Von Ulm aus sollte es bis nach Barcelona gehen. Nach 2 kalten Tagen in Deutschland fuhr ich bei wechselhaftem Wetter weiter durch die Schweiz, vorbei am Genfer See und Genf, geradewegs Richtung Frankreich. Die Begrüßung war eher kalt und nass, doch der Weg an der Chartreuse machte dies wieder wett. Und am folgenden Tag ging es vorbei an Grenoble, der Isère entlang Richtung Valence. Ich war nun offiziell in Südfrankreich angekommen, mit einem Lagerplatz direkt an der Rhone. Und damit willkommen zurück zu Project Barcelona. Guten Morgen Leute, zu Tag 7, diesmal direkt vom Bock. Hey, die Sonne ist schon draußen. Gestern Nacht hat es ein bisschen gewindet. All meine Sachen sind trocken geworden. Ich habe heute 70 bis 110 Kilometer vor. Davon ist ein Stück davon ist ein großer Anstieg bzw. eine Halbanstiege. Die sind insgesamt so 550 Höhenmeter lang oder hoch eher. Ansonsten, ich fahre mal weiter, dann auf die andere Seite von dem Kanal, werde meinen Müll los und dann geht es ab in die Berge. Mäh. Na ihr Mäh. Ja, ihr versteht mich wieder, hm? Mäh. Was für eine Begrüßung am Morgen, hey. Na ihr. Du bist doch eine Bündner Strahlenziege. Ja, du, hm? Du Bock. Ah ja. Nachts werden die dann eingepfercht. Und tagsüber können die dann hier einfach auf dem Damm grasen. Bonjour. Bonjour. Ja. Sieht mal, warum die hier frei laufen können. Tatsächlich ist der gesamte Damm eingezäunt. Heißt, alles kein Problem. Oh. Zumachen sollten wir allerdings auch. Hier sind auch andere Bikepacker unterwegs. Und damit waren die ersten Kilometer für Tag 7 gemacht. Das Wetter war super und auf der Via Rhona ging es dann immer weiter dem Aufstieg entgegen. Und nach einer kurzen Pause an einer Kirche, um Wasser aufzufüllen, war ich dann auch schon bereit für die Höhenmeter des Tages. So Leute, Kilometer 17. So, ich bin jetzt hier gleich auf einer alten Bahntrasse. Und das ist jetzt tatsächlich die Rampe zum eigentlichen Anstieg. Wasser ist bereits aufgefüllt und ich denke mal, unten am Anstieg werde ich mir noch mal eine Ladung Zucker reinhauen und dann geht's hoch Richtung Privas. Hört euch das mal an. Definitiv alte Bahntrasse. Genau, und so geht's ganz langsam nach oben. 10 Kilometer noch, dann sind wir bei den 1000. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, I can't believe you love me. Abgefahren die Strecke. Kann hier schön gemütlich mit 25 die Rampe hochfahren. Einfach mitten in der Natur. Es macht mega Spaß. Ich bin gespannt, wann der Spaß aufhört
und aus den 3% irgendwas Steileres, Zweistelliges wird. Mal gucken. Aber bis jetzt genieße ich die heutige Etappe wirklich sehr. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. So lucky, still can't believe you love me. Ich muss sagen, Privas hat mich echt überrascht. Die Innenstadt, richtig schön und schnuckelig. Wirklich was von so einem größeren Bergdorf mit Stadtmarkt, kleinen Gassen. Wirklich super. Ich dachte, es ist nur dieses eine große Gebäude in der Mitte, der Rest Häuser und das war's. Naja, klar, Häuser. Aber dass da so viel los ist, hätte ich nicht gedacht. Richtig schön hier. Auch rückblickend muss ich sagen, dass die Gegend um Privas wirklich unfassbar schön war. Umso erstaunlicher fand ich es aber, dass tatsächlich niemand dort unterwegs war. Kein einziger Bikepacker zu sehen. Eigentlich schade, denn die Gegend ist definitiv ein Besuch wert. Oh ja. Uiuiui, alles voller Fliegen, ha? Wie machen wir es? Ich stelle mein Fahrrad rein und wir reiten hoch. Die Versuchung war da. Aber wie kriege ich denn den Flieger? Oder vielleicht doch lieber einen Esel? Ich meine, bin ja selber einer, fahre schon ein, würde sich gut machen. So, ich bin jetzt auf der Straße für die letzten Meter. Und ich glaube, da hinten kann man schon den Durchbruch der Straße sehen. Wo das V ist da hinten. Und dann geht es in die Abfahrt. Kilometeranzahl 20. Heißt, ziehen wir dann nochmal so. Ich kann mal schauen. 1,5 Kilometer. Das sind gute 18 Kilometer Abfahrt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der Gipfel ist erreicht. Ja, ich kann euch mal kurz einen Sneak Peek geben auf die Abfahrt. Jesus Christ, okay. Wow. Das da unten müsste Aubenas sein. Und da geht's jetzt dann runter. Wow. Dafür hat sich der ganze Aufstieg gelohnt. Aber wir merken schon, hier im nächsten Tal ist das Wetter definitiv schlechter. So, ich bin jetzt kurz vor Aubenas und ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwas stimmt bei meinem Hinterreifen nicht. Da wabbert irgendwas immer. Das scheint mir irgendwie eine Mischung aus, keine Ahnung was zu sein, und Tubeless-Milch.
Ich lasse es mal dran. Sicher ist sicher, wer weiß. Das Einzige, was ich nicht verstehe, warum hier Aldi Nord ist und nicht Aldi Süd. Wir sind doch im Süden, oder? Aubenas ist sicherlich eine schöne Stadt. Aber mit dem aufkommenden Regen litt der Ersteindruck etwas und die Straßen waren wie leergefegt. Und deshalb ging es für mich kurz darauf direkt weiter. Naja, das dachte ich jedenfalls. So, jetzt darf ich denselben Berg nochmal hochfahren, weil ich eine von meinen Kameras beim Aldi vergessen habe. Oh Mann, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Scheint wieder, als würde es jetzt hier die alte Bahntrasse entlang gehen, wie vorher die Rampe Richtung Privas. So, mal gucken. Irgendwie, ich bin mir auch nicht sicher, aber tatsächlich da hinten, ne, sieht es ein ganzes Stück heller aus. Mal gucken, wenn ich jetzt weiterfahre, ob es je weiter ich in den Süden komme, einfach schöner wird. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both Wieder ein Diskotunnel. Oh yeah! Flowers you brought my stomach in knots. Ich bin jetzt in Rums. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und fahre jetzt noch an einen Punkt, den ich mir bei Komoot rausgesucht habe, der ganz schön aussah. Jetzt nicht zum Zelten, sondern einfach nur zum Angucken. Mal schauen, dann mache ich vielleicht kurz Pause. Und dann geht's für mich weiter. Aber jetzt erstmal in den Anstieg. Oh Mann. Mal ein bisschen wandern zur Abwechslung, hey. Eieiei. So. Schau mal, ob sich das auch bei dem Wetter lohnt. So. Ah ja. Leute, wir sind da und tatsächlich ist hier jetzt keine Menschenseele. Okay. Ah ja. Oh, was für eine Aussicht. Ich mache jetzt kurz Pause. Es regnet tatsächlich jetzt gerade nicht. Super. Und dann geht's zurück nach Rums. Keine Ahnung. Der Ort da hinten. Und dann fahren wir mal weiter und schauen mal, wie lange wir heute noch machen. So. So, aus der einen Touristenhochburg raus. Jetzt fahre ich, glaube ich, direkt in die nächste. Und dann muss ich sagen, dann bin ich eigentlich schon fast am Anstieg zu den Schluchten, die ich mir morgen anschauen will. Ansonsten mit dem Wetter macht das dann eher weniger Spaß. Deswegen werde ich dann da mal Wasser zusammensuchen und dann irgendwie mal nach einem Schlafplatz schauen. So, nochmal schnell die Chance genutzt. Man muss schon sagen, hier wimmelt es vor Deutschland. Überall an jeder Ecke deutsches Kennzeichen. Jemand spricht Deutsch. Abgefahren. Die Leute zieht es wohl hierher, hey. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch so eine touristische Stadt. Und sobald wir da raus sind, dann geht's Richtung Schlafplatzsuche. Schlechte Nachricht.
Das war tatsächlich dieselbe Stelle wie in der Schweiz. Heißt, der Stopfen war wahrscheinlich nicht groß genug. Und einen Tubeless-Flicken später rollte der Zug auch wieder. Und es folgte ein weiteres Highlight des Tages. Kaum aus Vallon-Pont d'Arc raus folgte ein wunderschöner Straßenabschnitt die Ardèche lang. Ein kleiner Sneak Peek für den folgenden Tag. Und die Vorfreude auf die Schluchten der Ardèche wurde immer größer. Und voller Staunen ging es weiter zum namensgebenden Pont d'Arc, meinem kleinen Arc de Triomphe für den heutigen Tag. So Leute, ich habe jetzt tatsächlich einen Schlafplatz gefunden. Ein bisschen hier im Wald drin. Da hinten geht die Straße entlang. Und die Straße tatsächlich muss ich dann morgen hoch in den Anstieg rein. Dann hoch irgendwo auf die Felswände und dann geht es runter wieder in das Rhonetal. So, bei mir passiert jetzt eigentlich auch nicht mehr viel. Wie immer duschen und dann die Nudel. Ja, Leute, ich klinge mich für heute aus. Macht es gut und ciao. Beginning to give into the turn. Don't breathe heavy. That would be absurd. The heavens are dancing among your broken words. Guten Morgen Leute, zu Tag 8. So, letzte Woche Donnerstag bin ich losgefahren. Jetzt sind wir mitten in Frankreich. Heute geht es durch die Schluchten der Ardèche und dann wieder runter Richtung Rhonetal. Ja, ansonsten heute Rest von der Tour von Tag 8 wären 81 Kilometer. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe mir auch irgendwie die Idee in den Kopf gesetzt, vielleicht noch ans Meer zu fahren. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also auf dem Weg wären, glaube ich, noch, was ist es, Avignon, Nîmes. Und dann müsste ich gucken, wie ich es mache, um ans Meer zu kommen. Aber das wäre noch ein ganzes Stückchen. Aber andererseits, das Wetter soll heute gut werden. Also wer weiß, was passiert. So, also dann sehen wir uns vermutlich im Anstieg, wenn es mir die Brühe wieder raushaut. Wer weiß. Vielleicht ist es noch kalt genug, dass es nicht so schlimm wird. Naja, ich radel mal weiter. Und es geht los, Leute. Viel rot, aber es sind noch nur 213 Höhenmeter. Schauen wir mal. Aber mit der Aussicht. Erste Spitzkehre in Sicht. Da hoch. Läuft eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt schon unter 100 Höhenmeter. Noch 1,5 Kilometer. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Verrückt. Da unten, ne? Sieht man die Straße, wo ich herkomme. Uiuiui. Nicht schlecht. Der Tour, ich weiß nicht. Zu viele Sticker. Oh, schaut euch das mal an. Yeah. Geil. Das war der erste und der härteste Anstieg für heute. Wir sind oben.
Also sagen, es war die richtige Entscheidung, bis heute Morgen zu warten, hier hochzufahren. Stellt euch mal das bei vollkommen grauem Wetter vor. Das wäre mega langweilig. Und ich muss sagen, kein einziges Auto, oh, was ist denn das auf der Linse, ey? Kein einziges Auto auf der Strecke. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Hier sind Schafe und Ziegen unterwegs. Mal schauen, ob ich die nur aufschnappen kann. So Leute, hier habt ihr mal ungefähr eine Karte. Also hier bin ich. Serre de Thouars. So, und jetzt geht's hier noch ganz wild umher. Bis runter hier Vallée du Rhône oder so. An die Rhône zurück. Das ist der Plan für heute. Und dann vielleicht mehr. Mal schauen. Ich esse noch kurz was und dann gehen wir, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir in eine Abfahrt, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nicht um die Ecke geschaut. Mal gucken, was mich da erwartet. Aber wir sehen uns. In my weakness you are strong. In my sorrow you're my song. When my patience is all gone, you're the peace that carries on, carries on. Es geht in den nächsten Anstieg. Ach, schau mal an. Alles steinig hier. Da hast du es wirklich abgefahren. Die Natur ist hier vollkommen anders. Wir kommen langsam weiter in den Süden, hey. Spanien sieht ja dann so ähnlich aus, ne? Naja, ein paar Tage noch. Dann kann ich es mir anschauen. Ja, Leute, und genau deswegen liebe ich Bikepacking. Für solche Momente. In einem fremden Land, auf einer einsamen Straße, mit einer Aussicht, an der man sich gar nicht satt sehen kann. Und einfach durch die Landschaft brausen. Danach noch eine Packung Haribo verdrücken. Ich meine, was gibt es Schöneres? An dem Tag war ich ziemlich früh dran und hatte die Straße fast vollkommen für mich alleine. Nur ein paar Camper, die direkt an der Straße übernachtet hatten, krochen langsam aus ihren Betten. Und schlussendlich fand ich auch meine Ziegen. Ja, Leute, hey. Boah, stinkst du, du Hund. Ja, Entschuldigung, hey. Ich weiß nicht, was du an meinen... Für alle Interessierten, die Antwort ist Salz. Bonjour. You are the light in darkest night. The star that shines in deep blue skies. Twinkling eyes, love at the first sight. The nicest thing about life is your... Oh, Leute. Nächster geiler Spot, hey. Und mal sagen, ich bin schon die Donau runtergefahren, aber da kann wirklich keine einzige Donauschleife mithalten. Meine Güte. Oh, hey. So, ich habe jetzt noch ein paar Kurven tatsächlich und dann geht's eine ziemlich lange Abfahrt runter ins Rhonetal. Und so, ich glaube, das waren jetzt so insgesamt dann 20 Kilometer. Da lohnt sich der Aufstieg allemal und der ist ja nicht mal so schwer. Leute, gehen wir auf die letzten Spitzkehren und dann geht's runter ins Tal. Magnetic, yeah. You and me got it going on. Can't be wrong. In the stars,
So, ich baller jetzt auf der Hauptstraße an den nächsten Ort, den ich sehen will. Das ist Pont du Gard, glaube ich. So wird das ausgesprochen. Ist eine schöne Brücke. Und dann geht's weiter. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich nach Avignon reinfahre oder ob ich es tatsächlich rauslasse. Auf jeden Fall, Plan geht dann weiter nach Nîmes, Montpellier und dann sind wir schon am Meer. Eine kleine Planänderung. Die Sache mit Avignon hat mir keine Ruhe gelassen. Und jetzt habe ich ein bisschen umgeplant. Also erstens, ich bin einen ganzen Tag zu früh dran. Heißt, ich habe die Zeit. Und statt dass ich jetzt direkt an den Pont du Gard fahre, ich weiß nicht, warum ich vorher drauf gekommen bin, fahre ich zuerst nach Avignon, an der Rhone entlang, fahre dann zum Pont du Gard und dann nach Nîmes. Und von Nîmes aus ändere ich dann die Route und fahre stattdessen auf dem Eurovelo 8. Weil der geht tatsächlich dann direkt durch so, ich weiß nicht was es ist, Biotope, Feuchtgebiete, keine Ahnung, ans Meer. Und landet dann direkt am Meer und nicht erst in Montpellier. Und dann fahre ich später am Meer entlang Richtung Montpellier und bin dann wieder auf der alten Route. Ja, und somit war eine Entscheidung getroffen. Avignon. Rückblickend muss ich zugeben, dass das verlockende Angebot, an einem Fluss lang zu pezen, die Entscheidung definitiv sehr beeinflusst hat. Vor allem nach dem harten Gravelstück. Und somit ging es die Rhone entlang immer weiter Richtung Avignon. Und die, muss ich sagen, erinnerte mich an der Stelle eher an die Donau in der Slowakei. Ziemlich breit und eingebaut. Einige von euch kennen sicherlich die Etappe hinter Bratislava Richtung Budapest. But I'm still on the ground. It's a dizzying day. I would give a lot to get away. It's getting real dark in here. Ja, Leute, willkommen im windigen Avignon. Ich stehe jetzt hier am alten Papstpalast oder was es ist. Genau. Wollte ich mal sagen, hat sich definitiv gelohnt. Die ganze Stadt ist voller kleiner Gassen, die ich so liebe. Richtig super. Gefällt mir. Leider sehr viele Touristen, sehr laut. Aber egal. So, ich schaue jetzt noch ein bisschen in der Stadt rum, suche mir ein schönes Plätzchen zum Pause machen und dann geht's wieder auf den Bock zum Pont du Gard, zur Brücke und dann schon mal weiter. Und die Etappe zum Pont du Gard stellte mich nochmal ganz besonders auf die Probe. Verschwunden war der schöne Fahrradweg an der Rhone, weg war die Aussicht der Schluchten der Ardèche und ja, mein alter Bekannter und Erzfeind, die Agrarwüste schlug irgendwann auch zu. Und obendrauf kam auch noch Gegenwind dazu. Aber egal was auch alles sich gegen mich verschwor, an dem Tag konnte mich nichts mehr aufhalten. Ist das Ding tatsächlich? Ja, ziemlich eindrucksvoll. Ich muss sagen, man merkt es auch, es ist sehr windig. Ich bin jetzt die letzte Stunde nur gegen den Wind gefahren, was sehr viel Kraft gekostet hat. Muss man schauen, wir haben jetzt schon 20 nach 5, heißt schon relativ spät. Ich weiß nicht, ob das noch was mit dem Meer wird. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder zurückfahren, um den Wind, den ich vorhin von vorne hatte, im Rücken zu haben und den noch auszunutzen. Und dann mal nach Nîmes reinschauen.
Da werde ich dann wahrscheinlich durchfahren, kurz was zu essen kaufen und dann irgendwo hinter neben mein Lager aufstellen. Der Plan funktioniert, hey. Rückenwind, 32 km/h. So soll es sein, hey. Ach, Leute, ab geht's nach Nîmes. Ich beam euch da jetzt halt einfach mal hin. Das braucht sonst zu lange. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you put some light? Die Nudel ist gekauft. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sicher bin ich mir noch nicht mit dem Meer. Gucken wir mal. Die ersten Palmen kündigten schon das mediterrane Wetter an, also so weit konnte es ja nicht mehr sein. Und mit der langsam untergehenden Sonne ging es aus der Hügellandschaft der Küste entgegen. Without my love for the ocean that brings me down. Seht ihr das? Oh mein Gott. Die Ebene. My love for the ocean, I will be no one, no one. Leute, an dem Abend war ich committed. Ich würde so lange fahren, bis ich Salz in der Luft riechen würde. Naja, solange das Salz vom Meer kommen würde und nicht von meinem Schweiß. Und so ging es immer weiter in den Night Ride rein. Aber obwohl es schon spät war, konnte ich eine Sache nicht auslassen. Und zwar einen kleinen Abstecher in die Stadt Aigues-Mortes. Die ist auch bei Nacht sehr schön und die Stadtmauer ist ein echter Hingucker. Nach einer kleinen Sightseeing-Tour ging es weiter in die Nacht.